Hi zusammen, ich möchte euch heute etwas vorstellen, ein Thema, das ich eigentlich für meine Videoreihe Mission Adaption geplant hatte. It's me, Mario! Leider fehlt mir aber gerade die Zeit, weil ich an einem anderen Videoprojekt schneide. Da dieses Thema, das ich euch heute vorstellen möchte, aber brandaktuell ist und ich es euch nicht vorenthalten wollte, starte ich eine kleine, schneller produzierte Videoreihe, die ich Mission Adaption Quick Mission nenne. Also, auf geht's! Es geht um etwas wirklich Spannendes. Super Mario 64 läuft seit einem Jahr etwa auf der Dreamcast. Möglich wurde das Ganze durch das sogenannte Nintendo 64 Decompile Project. Das Decompile Project, kurz erklärt, damit lassen sich Nintendo 64 ROMs in lesbaren Quellcode zurückübersetzen. Dieser Quellcode wird dann als Open Source veröffentlicht. Auf GitHub findet man schon viele solcher Projekte, zum Beispiel Banjo-Kazooie und Perfect Dark sind bereits dekompiliert worden. Das Ganze hat dann natürlich auch PC-Ports ermöglicht und andererseits eben auch den Port von Super Mario 64 für die Dreamcast. Gestern Abend war ich dann auf dem Simulant Discord-Server unterwegs. Das ist eine zentrale Anlaufstelle für Dreamcast-Entwickler. Dort findet man auch die Leute, die hinter den Projekten wie Counter-Strike für die Dreamcast oder GTA 3 und GTA Vice City stecken. Zu allen 3 Spielen habe ich bereits ein Video gemacht, das ich euch gerne in der Videobeschreibung verlinke, also schaut da rein, falls ihr mehr über die Projekte wissen möchtet. Naja, dann auf diesem Simulant Discord-Server bin ich dann auf ein extrem spannendes Mario 64 Projekt gestoßen. Verantwortlich dafür ist der Entwickler Aspiral. Er möchte den bestehenden Port erweitern und die Dreamcast-Hardware richtig ausreizen. Auf seinem YouTube-Kanal gibt es schon etwa 5 Minuten Videomaterial dazu. Aspiral geht dann im Discord-Server ein wenig mehr auf diese Dreamcast-Portierung ein. Er schreibt, dass die Portierung mehr Geometrie nutzen würde, also eine höhere Polygonzahl, und dass viele Modelle und Texturen ausgetauscht wurden. Zum Beispiel verwendet er das Mario-Modell aus Super Mario Galaxy. Außerdem nutzt er die Dreamcast-Hardware und hat beispielsweise Reflexionseffekte und Beleuchtungseffekte eingebaut, sowie andere grafische Verbesserungen. Das Ergebnis jedenfalls sieht unfassbar gut aus und fast wie ein Remake oder Remaster von Super Mario 64, das es so nie gab. Wenn ich sein YouTube-Video starte, fällt direkt auf, dass das Peach-Modell ausgetauscht wurde. Während der Kamerafahrt um das Schloss herum sieht man, dass viele Texturen erneuert wurden. Dachschindeln, Wände, alles wirkt halt etwas schärfer und detaillierter. Auch die berühmte Röhre, aus der Mario springt, ist deutlich runder modelliert, was zeigt, dass hier definitiv mehr Geometrie im Spiel ist. Und sobald Mario herauskommt, sehen wir auch sein neues Modell, das aus Mario Galaxy stammt. Dazu kommen dann die Reflexionen, achtet einfach mal auf seine Mütze. Während er sich bewegt, verändert sich die Reflexion je nach Perspektive. Genau solche Details ziehen sich halt durch das ganze Spiel. Alles wirkt moderner und frischer. Das Video ist jetzt natürlich schlechter aufgelöst, aber sobald ich eine Version von Mario 64 bekomme, werde ich natürlich nochmal ein detailliertes Video dazu machen. Wollt ihr das also nicht verpassen, dann abonniert diesen Kanal und drückt die Glocke, damit ihr die Info bekommt, sobald das Video online geht. Aber das ist noch nicht alles. Im Moment scheint sich auf dem Discord-Server unter den Entwicklern ein richtiger Nintendo 64 Port-Hype zu entwickeln. So wurde beispielsweise von dem Entwickler J.N. Martin Mario Kart 64 kürzlich für die Dreamcast umgesetzt. Das Spiel läuft, soweit ich weiß, in 60 FPS und in einer höheren Auflösung. Dieser Port gefällt mir besonders gut, vor allem weil die Dreamcast wie der Nintendo 64 die 4 Controller-Ports an der Front hat. Irgendwie ist es nur naheliegend, dass solche Titel halt auch auf die Dreamcast geportet werden. Aber kaum hat er Mario Kart abgeschlossen, hat er sich an eine neue Portierung schon gemacht. Innerhalb einer Woche hat er Lylat Wars umgesetzt für die Dreamcast. Klar, der Port hat natürlich immer noch Bugs. Ich meine, eine Woche Entwicklungszeit. Aber gut, die Bugs werden wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit behoben werden. Persönlich finde ich, dass diese Ports ein echter Gewinn für die Dreamcast-Community sind. Gerade weil die Dreamcast natürlich, wie bereits erwähnt, die 4 Controller-Ports an der Front hat wie der Nintendo 64. Multiplayer-Spiele machen dann hier natürlich auch besonders viel Sinn. Aber jetzt interessiert mich eure Meinung. Habt ihr Lust, solche Ports auf der Dreamcast überhaupt zu spielen? Glaubt ihr, dass das die Community im Allgemeinen bereichern wird? Ich jedenfalls freue mich über jedes neue Projekt, das so auf die Dreamcast kommt und vor allem die Dreamcast einfach im Jahr 2025 lebendig hält. Also bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und spielt Retro. Ciao.